3 junge Männer, 3 verschiedene Kulturen, aber alle 3 erleben hier in Deutschland immer wieder Beleidigungen. Ich kam gerade von der Pause und dann waren da 2 etwas größere Schüler als ich. Ich glaube, die waren 10. oder so. Und dann hat sie mir das N-Wort gesagt und ich soll vergast werden. Ja, und das fand ich halt nicht so toll. Ich fand das echt schlimm. Ja, du bist in meinen Augen nicht Mensch, weil du kein Muslim bist oder weil du aus Syrien kommst und Alkohol trinkst. Hier ist Deutschland, nicht Syrien. Ich kann nicht machen, was ich will. Vielleicht gehe ich jetzt in eine Ecke, wo ich meine Droge kaufen kann. Oder vielleicht gehe ich jetzt auf einen Ort, wo ich Bombe habe oder sowas. Alltagsrassismus. Diese 3 jungen Männer haben ihn hautnah erlebt. Häufig kämpfen sie gegen Vorurteile. Was wisst ihr über unser Leben? So heißt der Titel des Ratgeberheftes, das Simon Jäger und seine Mitschülerinnen und Mitschüler in einer Antirassismus-AG im Gymnasium in Eltville herausgegeben haben. In diesem Heft kommen Amanuel, Laith und Taimur zu Wort. Geschichten, die Simon Jäger auch lange danach noch beschäftigen. Zum einen war es eine total bereichernde Erfahrung, all diese Gespräche zu führen, weil man total viel mitgenommen hat, was man vorher nicht wusste. Man hat ganz viel Input bekommen und viel gelernt. Und auf der anderen Seite war es aber zum Teil auch bedrückend, wenn man all diese wirklich furchtbaren Berichte gelesen hat und dann eben auch zum Teil selbst erzählt bekommen hat. Das macht was mit einem. Die jungen Menschen erzählen von Beschimpfungen, wie sie beleidigt wurden, ohne Grund und wie sehr es sie verletzt. Der 14-jährige Amanuel wurde mit einem Jahr von seiner Mutter in Eltville adoptiert. Seit der Grundschule erfährt der Achtklässler wegen seiner Hautfarbe Rassismus. Dass ich aussehe wie Schokolade oder dass ich aussehe wie Kacke. Und so am Anfang in der Grundschule habe ich das total schlimm gefunden. Ich wusste nicht, warum man sowas sagt und kam dann auch immer total unglücklich nach Hause. Mit Vorurteilen hat auch der 23-jährige Laith zu kämpfen. Er kam vor 5 Jahren als syrischer Geflüchteter ins Rheingau. Gerade machte er eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Darüber ist er glücklich. Umso schlimmer für ihn, wie andere Menschen über ihn sprechen. Dass die Flüchtlinge nach Deutschland kamen und die wollen einfach die Erde besitzen, die wollen den Job nehmen, die Häuser besitzen und die Deutschen einfach rausschmissen. Das Ratgeberheft, das ein Teil des Bildungsprojekts Mission Wir alle der Philipp-Kraft-Stiftung ist, weitet das Thema und gibt neben Erfahrungsberichten auch Tipps. Wir haben ja hinter jedem Interviewteil auch noch einen Ratgeberteil angebracht, in dem wir unseren Lesern auf den Weg geben möchten, was sie konkret tun können oder tun sollten, wenn sie einen solchen Fall wie eben in unseren Heften beobachten. Und da ist das Beispiel, dass Rassismus eben ganz vielschichtig sein kann und auch in Situationen auftauchen kann, die man erstmal gar nicht als rassistisch erkennt oder die man überhaupt nicht als gefährlich oder unangenehm erkennt, sondern es kann versteckt kommen und auch da ist es eben wichtig, die richtigen Schlüsse und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So wie Amanuel, der nach den üblen Anfeindungen Mut fasste und handelte. Genau. Bin ich zur Vertrauenslehrerin gegangen und die war direkt auch total wütend und die hat auch gar nicht verstanden, warum man sowas sagt. Und dann bin ich zu Hause zu meiner Mutter gegangen, habe ihr das erzählt und dann haben wir eine Anzeige gegen ihn erstattet. Ein wichtiger Schritt, denn die Geschichten der 3 jungen Männer sollen einen Anstoß geben, etwas zu verändern. Wir sind sehr froh, weil wir eine sehr positive Resonanz erfahren haben auf das Heft. Sowohl in der Schule, wo wir einen offiziellen Pressetermin hatten, kurz nach der Erscheinung des Heftes, und im Rahmen der von der Philipp-Kraft-Stiftung hier in Eltville regelmäßig veranstalteten Völkermühle am Rhein, hatten wir auch die Gelegenheit, bei einer Podiumsdiskussion unser Heft vorzustellen. Und sie machen weiter. Mit den Beispielen von Amanuel, Laith und Taimur zeigen sie, wie präsent Alltagsrassismus ist und erhoffen sich durch das Projekt mehr Aufmerksamkeit und Umdenken. Es hat mich viel stolz gemacht, weil ich habe meine Erfahrung, meine Situationen mitgeteilt, die Menschen, die gar nicht wissen, warum bin ich hier. Leute, die sowas früher mal zu mir gesagt haben oder auf die Idee kamen, das zu anderen Leuten sagen, dass sie einfach anhand dessen merken, dass sowas eigentlich überhaupt nicht geht und das einfach in Zukunft auch einfach lassen. Wir leben halt in einem Land, wo Demokratie gibt, wo alle Menschen Menschenrechte haben und deswegen, wir sind alle gleich. 3 junge Menschen, die gegen Alltagsrassismus kämpfen. Sie alle stehen mitten im Leben.
Amanuel möchte Abitur machen, Late beendet bald seine Ausbildung und Taimur macht gerade seinen Realschulabschluss. Die Mission Wir alle läuft also. Ja, und hier ist der Projektleiter von der Vision von der Philipp-Kraft-Stiftung. Schönen guten Abend, Vatan Akyüz, Soziologe und Doktorand an der Uni Frankfurt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Steckt so ein bisschen Rassismus in jedem von uns, auch in mir, auch in Ihnen? Ja, leider ja, muss man sagen. Erschreckenderweise ist das zutreffend. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches, ein strukturelles Problem und niemand ist als Individuum davor gefeit, rassistische Denkmuster zu haben, rassistische Handlungsweisen in seinem Alltag integriert zu haben. Und das hängt damit zusammen, dass Rassismus und diese Strukturen, die damit zusammenhängen, über Generationen und über Jahrhunderte weitergegeben wurden. Und es sehr schwer ist, deswegen als Individuum da alleine draus auszubrechen. Also das sind bestimmte Denkmuster, die quasi von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ja, also genau. Auch wenn man es selbst weit von sich weisen möchte, kann man sich schlecht davon frei machen. Dann müssten wir vielleicht erst mal klären, was ist Rassismus genau? Ja, danke schön. Das ist auch oft missverstanden, was Rassismus im Alltag vor allem auch wirklich bedeutet. Rassismus ist ein tatsächlich gesellschaftliches System und das besteht aus 3 Faktoren. Der erste Faktor ist Rassendenken, dass man Menschen in verschiedene Rassen kategorisiert und ja, aufgrund von bestimmten Merkmalen Menschen in dieses Rassendenken einfach unterteilt und dieses Rassendenken im Kopf hat. Das zweite Merkmal ist die Ausgrenzung, dass man aufgrund dieses Rassendenkens Menschen ausgrenzt aus der Gesellschaft, aus verschiedenen Bereichen. Und das kann sich auch in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen ausprägen. Und der dritte ganz wichtige Faktor ist, dass es ein Machtgefälle gibt. Also Macht ist ein unglaublich wichtiges Merkmal von Rassismus. Also dass ich sozusagen da auch einen qualitativen Unterschied mache, einfach sage, ich bin besser, du bist schlechter. Genau, ja. Ja, oder ich habe mehr Macht, du hast Genau, oder du musst weniger Macht haben als ich. Genau. Haben Sie ein Beispiel? Ja, da gibt es ein sehr griffiges Beispiel aus unserem Ratgeberheft auch von dem Fall von Malik, der als syrischer Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist und mit 17 Jahren und eines Tages im Zug einfach sich im Gang aufhielt, Kopfhörer auf hatte und dann von einer Frau einfach wahllos angetippt wurde und da auf Ausländerdeutsch quasi angepöbelt wurde, was er hier zu suchen habe und dass er das Land verlassen soll. Ja. Wie krass. Ja. Und da sind sozusagen all diese 3 Merkmale, die Sie uns eben erklärt haben, auch drin vorhanden. Ja? Also die Frau hätte wahrscheinlich niemanden, der weißhäutig oder wie sie aussieht, so angesprochen und hat dieses Machtgefälle wahrscheinlich auch wahrgenommen. Exakt, ja. Also sie hat ihn ja identifiziert mit ihren Augen Ja. als ein bestimmter Typ Mensch. Deswegen hat sie ihn ja angesprochen. Da ist dieses Rassendenken vorhanden. Sie grenzt ihn aus der Gesellschaft, indem sie sagt, er hat ja nichts zu suchen. Und dieses Machtgefälle ist ganz eindrücklich in dieser Situation, da wenn sie sich in einer gleichwertigen oder in einer niedrigeren Position mit ihm sehen würde. Hätte sie sich überhaupt nicht getraut genau, oder würde nicht sie sich gemacht. das gar nicht trauen. Ja, Ja. okay. Wir wollen ja mit dieser Themenwoche, jetzt ARD-Themenwoche, mehr Wir und mehr Zusammenhalt erreichen. Was würde in so einem Moment helfen? Das ist ja eine total aufgeladene Situation und ja auch total verletzend, wenn man sowas dann gesagt bekommt. Ja. Also da gibt es natürlich kein Patentrezept. Malik hat in dem Moment seine Situation ganz sachlich, ganz nüchtern erklärt, warum er sich hier aufhält. Er hat quasi in dem Moment Aufklärungsarbeit betrieben und das hat tatsächlich zur Aufgabe, zur Lösung gehabt, dass die Frau sich tatsächlich entschuldigt bei ihm. Das kann eine Lösung sein. Das ist ja die Bilderbuchlösung eigentlich. Dass es eine Bilderbuchlösung ne? wichtig ist und das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass man irgendwie interveniert, dass man irgendwie in den Situationen eingreift, die nicht einfach stehen lässt. Denn wenn wir die Situation so stehen lassen, sie ignorieren, das wird auch häufig gedacht, dass das eine Möglichkeit sein kann, die Sachen einfach passieren zu lassen, dann ändert sich nie was. Also auch als Umstehende sozusagen dann durchaus irgendwie Partei ergreifen und einfach sagen, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Zum Beispiel sowas meinen Sie jetzt, so Zivilcourage zeigen? Genau, Okay. sich zu alliieren und damit werden diese Machtverkettungen auch gelöst. Ja. Wer kann von Ihrer Arbeit profitieren? Sie sind, glaube ich, eher so lokal unterwegs im Rheingau-Taunus-Kreis. Genau, wir sind mit dem Projekt Mission Wir alle von der Philipp-Kraft-Stiftung im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs an Schulen und mit Jugendgruppen zusammen, leisten da Bildungsarbeit und setzen vor allem Workshops im Bereich Antirassismus und Antirechtsextremismus. Und da können Schulen und vor allem Jugendgruppen auf uns zukommen und von unserer Bildungsarbeit Gebrauch machen. Sehr gut. Adresse haben wir eingeblendet. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke.